Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt natürlich. Ein leerer Arbeitsplatz. Ihr habt es im letzten Video mit Sicherheit gesehen. Ich weiß gar nicht, kann man es sehen? Hier oben liegt ein bisschen was von dem Kran. Da hinten steht was. Hier liegt was. Also hier liegt überall Kran. Und deswegen würde ich sagen, gar nicht großartig lang drumherum geredet, sondern tatkräftig weitergebaut. Es ist wieder einiges passiert, und zwar ist jetzt mittlerweile so weit, dass ich hier zwei Elemente für den Kranausleger fertig habe. Also das ist schon, der Tisch hier ist irgendwo um 1,50 Meter, also so einen guten 1,50 Meter ist das hier auch. Hier war das mit den Seilen, ich mache das mal so, damit mir meine Seile nicht verhindern, auch relativ einfach rauszufinden, wie das muss, währenddessen ich da oben immer noch am Grübeln bin. Das Ganze kommt dann später auch so hier rein. Ihr seht, das passt von der Länge wunderbar. Stabilität ist hier überhaupt keine Frage. Also hier ist so ziemlich jedes Loch, was es gibt, ist mit einem Pin belegt. Also Selbstverteidigung ist hiermit möglich. Das tut auch bestimmt weh. Also so ein guter Kilo wird es sein vom Gewicht her. Also das ist schon ordentlich. Naja, den Petillos wollte ich euch mal gezeigt haben. Ich weiß, es ist ein Kranausleger, bevor mir da wieder unten hingeschrieben wird, du hast keine Ahnung, das heißt so und nicht Petillos. Für mich ist es ein Petillos. Fertig. So. Was kann ich noch dazu sagen? Im Grunde genommen eigentlich gar nichts. Ich vermute mal, entweder kommt das Ding jetzt schon da oben rein oder hier ist noch Platz, da kommt noch ein dritter rein. Weil es sollen angeblich 2,40 Meter sein. Bei 7, 14, 21 sind also aktuell 2,10 Meter. Hier fehlen noch ein paar Zentimeter. Also hier kommt mit Sicherheit noch was rein. Und da werde ich jetzt mal wieder durch die Bauanleitung scrollen. Ach ja, apropos Bauanleitung. Das mit den Fehlteilen hatte ich ja gesagt, und was ihr jetzt in der Kamera natürlich nicht sehen könnt, ich baue hier nicht nur einen Kran
Ich demontiere hier gerade einen Bugatti. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung dabei, hier ohne Anleitung ein Auto rückwärts zu bauen. Sehr ärgerlich, gebe ich zu. Das ist gerade im Bereich, hier, die Zweierachse. Das ist also wirklich nichts Wahnsinniges, aber diese blöde Zweierachse, entschuldigt, wenn ich das so sage, die fehlt hier ohne Ende. Ich habe jetzt aus dem Bugatti mittlerweile, ich glaube, schon gute 10 Stück rausgeholt und ich befürchte, das wird nicht die letzte gewesen sein. Also wenn ich damit fertig bin, habe ich eine Aufgabe. Ich muss ein Bugatti zusammenbauen. Eine Anfrage bei meinem chinesischen Händler hat auch mittlerweile dieses übliche Dear Friend, es tut uns leid, gebracht. Ich denke mal, jeder kennt diese E-Mails. Ich möge doch bitte eine Teileliste zukommen lassen, damit man mir die Fehlteile dann schickt, damit ich ein, wie hat er sich ausgedrückt, unbegrenztes Bauerlebnis erleben kann. Am Arsch, habe ich mir gedacht. Wenn ich jetzt 8000 Teile durchgehen muss, mit der Bauanleitung vergleichen, gucken, habe ich sie hier, das grenzt an eine Inventur, das dauert Monate. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein willkürliches Kalkül von dem Händler ist oder ob das eine Hinhaltetaktik ist. Ich persönlich habe nur zurückgeschrieben, vielen Dank für das Angebot. Ich werde das natürlich auch in Anspruch nehmen. Aber ich demontiere hier jetzt definitiv erstmal das, was ich habe, schreibe natürlich auch, was mir fehlt und werde das dann auch dahin schicken. Da halte ich euch dann im Laufenden, ob diese Teile jemals den Weg zu mir hinfinden. Ich habe da unterschiedliche Erfahrungen. Bei dem einen hat es immer ganz gut funktioniert. Bei dem anderen hat es gar nicht funktioniert. Welche Art von Händler das hier ist, kann ich nicht einmal sagen. Was ich aber euch sagen kann, das wird er ja nicht verstehen, weil ich gehe mal davon aus, er kann kein Deutsch. Mich haben schon 2, 3 Leute gefragt, ob ich den Kran besorgen kann. Getreu dem Motto, je mehr du davon bestellst, desto größer ist dein Rabatt, desto günstiger können wir ihn kaufen. Die Idee ist gar nicht mal so schlecht, habe ich auch geschrieben. Gebt mir dazu Zeit, lasst mich den bauen und dann lasst mich auf die Suche gehen nach einem Händler, wo ich dementsprechend auch eine Rabattierung bekommen kann. So viel nur dazu. Das werde ich dem natürlich auch schreiben, einfach nur um so ein bisschen Druck in das Ganze mit reinzubringen. Denn ich denke mal, bei welchem Händler man jetzt unterm Strich kauft, das dürfte egal sein, weil irgendjemand hat diese Teileliste kopiert und hat danach zusammenstellen lassen. Und deswegen denke ich mal, diese Teile, die mir hier fehlen, werden auch anderen fehlen oder zumindest in ungefähr der gleichen Art. Mich hat zum Beispiel jemand angeschrieben, das fand ich wahnsinnig spannend. Jeroen hat ja wirklich über Jahre an dem Konzept gearbeitet und er arbeitet auch heute noch an dem Kran. Das sehe ich ja daran alleine, dass er mir nochmal eine neue Bauanleitung dann jetzt zukommen lassen hat. Der hat zum Beispiel Probleme mit dem Drehkranz gehabt. Da waren völlig falsche Teile mit dabei haben völlig falsche Teile dabei gelegen. Er hat mir allerdings auch nicht erzählt, zu was für einer Bauanleitung es da gekommen ist. Ob er die original vom Designer hat oder ob er eine da hat, wie mir das auch geschrieben wurde, per USB-Stick, Speicherkarte oder PDF-Download. Da gab es ja mittlerweile die verschiedensten Versionen. Also das finde ich auch wahnsinnig interessant, was ihr mir da so schreibt. Es sind nicht viele, die den Kran gebaut haben, aber jeder, der ihn gebaut hat, kann mir was anderes darüber berichten. Also wahnsinnig interessant, das ganze Thema. Bin ich ehrlich, das ist mittlerweile faszinierender als das eigentliche Bauen, obwohl das alles sehr stattlich ist, was hier vonstatten geht. Gut, ich bin schon wieder viel zu weit ausgeschwiffen, habe schon wieder viel zu viel erzählt. Eigentlich möchte ich doch weiterbauen und ihr möchtet ja auch sehen, wie das Ganze hier vonstatten geht und nicht mein dummes Geschwätz dabei hören. Deswegen höre ich jetzt auf zu erzählen und baue lieber weiter.
Ich weiß nicht, ob ihr das aus dem Speedbild jetzt so richtig raus erkennen konntet, aber das war jetzt, naja, eine schwere Geburt, eine tricky Geburt, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich hätte mir hier jetzt teilweise echt Minimum 2 Arme mehr gewünscht. Ich habe hier noch erstaunlich viel Seil, das hat mich stutzig gemacht, deswegen sehe ich jetzt auch ein bisschen anders aus. Ich habe mich dann nochmal mit den Gironen kurz geschlossen, habe den Fotos geschickt und auch nochmal Danke an Dirk, mit dem habe ich dann auch nochmal telefoniert, beziehungsweise er hat mich angerufen, weil mir das Fragen aufgeworfen hatte, ob ich denn die Führung hier drin richtig gemacht habe. Weil mich machte das einfach nur stutzig, dass hier so viel Seil rumliegt. Mir wurde von beiden Seiten bestätigt, jo, du hast da alles richtig gemacht. Das einzige Problem, was sein könnte, ist, dass die Schnur mit 1,5 mm eventuell ein bisschen zu dick ist. Aber das gilt es abzuwarten. Ich kann euch das jetzt hier nicht in Gänze vorführen, weil hier fehlt noch der Motor, der den ersten Teleskop ausschieben würde. Ich glaube, wenn ich es jetzt hier mal versuche, nee, mit dem, ja, eigentlich doch, wollte gerade sagen, weil eigentlich der zweite müsste ja schon funktionieren. Das muss ich jetzt nur vorsichtig machen, weil ich weiß gar nicht, wie weit ihr das sehen könnt. Ich glaube, so ungefähr ist es vielleicht noch im Bild. Also das Ganze funktioniert schon. Ich schiebe das gleich vorsichtig wieder zurück, weil wie gesagt, es fehlt noch der Antrieb und bevor mir die Seile hier drin alle völlig locker werden und das Ganze dann gar nicht mehr geht und ich nochmal alles von vorne machen muss, lasse ich es mal so stehen. Es ist also wirklich wahnsinnig imposant. Hier drin sind 3, hier vorne ist ja auch nochmal einer. Nee, den mache ich jetzt nicht, weil das funktioniert noch nicht, da fehlt der Motor. 3 mal 70 cm. Wisst ihr alle, was das bedeutet? Waren das 70? Ja, es waren 70. 3 mal 70, die hier drin sind, 7, 14, 21, 28. Da haben wir also hier gute 2,80 Meter, die sich das Ganze rein theoretisch bis auf ein paar Zentimeter ausfahren lassen würde, beziehungsweise nicht 2,80 Meter. 70 bleiben ja stabil. Da ist nichts mehr mit Ausfahren. Hier sitzt dann die ganze Technik für die Zahnräder hier oben. Also es sind wirklich wahnsinnig viele Zahnräder, die hier mittlerweile verbaut wurden. Bis auf das eine, was mir halt leider noch fehlt, um das hier dann alles testen zu können. Also das ist schon wirklich alles wahnsinnig imposant, was hier von der Größe steht. Wenn ich jetzt noch an den Fahrwagen oder ich habe es ja jetzt gelernt, an den Unterwagen. Es gibt einen Ober- und einen Unterwagen. Also das hier wird dann ja wohl der Oberwagen sein, so wie er hier steht. Das kann man allerdings sehen, also das Eigengewicht, ich weiß jetzt nicht, daran liegt es, ich glaube nicht unbedingt, dass es jetzt nur China-Steine sind, also das biegt sich ganz schön durch. Da ist also, naja, gute 3 Kilo, ja, also 2,5 Kilo sind es mindestens, die da drauf drücken, also das ist schon ein bisschen zu viel. Dann kracht das, denke ich mal, in sich zusammen. Also hier ist, denke ich mal, die Belastungsgrenze für die Füße auch wirklich schon erreicht. Das wollte ich euch mal eben gezeigt haben. Mal wieder ein imposantes Bild, wie eigentlich alles. Also ich bin immer gespannter darauf. Ich kenne Videos, ich kenne Fotos, aber das wirkt da nie so groß, als hätte man das jetzt in Natur vor sich stehen. Also das ist schon wirklich alles sehr imposant, was hier passiert. Und ich will euch jetzt auch gar nicht länger nerven, sondern ich will fertig werden. Ihr seid bestimmt auch auf das Ergebnis gespannt. Also aufhören zu labern und weiterbauen.
Bis hier ist wieder vieles passiert. Es ist wahnsinnig viel Technik verbaut. Wieder sind Motoren und Empfänger verbaut worden. Das hier ist dann das Ganze, wo der Oberwagen dran halten wird. Er sieht für mich momentan echt ein bisschen schwach aus. Also das sind 2, 4, 6, 8 Pinne, wo das dann später alles halten soll. Ich habe es im Video gesehen, also es hält, aber es ist doch wirklich wahnsinnig schwer vorstellbar. Das Ganze als solches ist sehr stabil. Es zieht sich wie durch alle Baugruppen, bei denen ich mal kurz was erzählt habe, durch wie ein rotes Tuch. Die eigentlichen Steine, die Qualität ist völlig in Ordnung und auch völlig ausreichend für dieses Projekt. Aber an der Technik wird es scheitern. Man wird es im Speedbuild nicht immer unbedingt erkannt haben. Aber hier sind einige Stangen, die rutschen einfach wieder raus. Wenn ich das ein bisschen umkippe, fallen mir hier die Stangen raus und die Zahnräder liegen lose hier drin. Das wird Probleme machen. Es wird ja der Zeitpunkt kommen, da kommen alle Module, so wie ich sie jetzt hier gebaut habe, und werden ein Ganzes ergeben. Das werde ich euch dann natürlich auch zeigen, diese Funktion dann. Ich befürchte aber momentan, man kann sie wirklich nur ein einziges Mal durchspielen lassen. Alles einmal rauf und alles einmal wieder runter. Über alles andere würde ich mich natürlich freuen. Aber ich gehe mal davon aus, es wird so werden, wie ich das vermute. Einmalig präsentieren und dann nach Möglichkeit nicht mehr. Wir gehen ganz zum Schluss, wenn alles erledigt ist, wenn alles einmal gezeigt ist, alles einmal funktioniert hat oder auch nicht funktioniert hat, dann gehen wir wirklich nochmal detailliert auf alles ein. Kann ich auch jetzt schon drauf zugreifen. Das wird dann auch das letzte Video sein. Das ist nämlich das nächste, weil ihr seht es ja selber. Hier steht nicht mehr sonderlich viel. Das Ende ist gar nicht mehr so weit weg. Deswegen ist das Video, was ihr jetzt geschaut habt, auch hier im Prinzip zu Ende. Ich mache danach dann noch ein Video und da gehen wir dann auf alles drauf ein, weil in dem letzten Video, was dann kommen wird, und dann soll es auch wirklich gut sein, dann hat es auch echt lange gedauert, finde ich persönlich. Vielleicht wollt ihr mehr sehen, dann schreibt es mir noch einfach unten rein. Dann haben wir das Ganze geschafft und dann gehen wir wirklich detailliert ein, nachdem wir geguckt haben, funktioniert das nicht. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, ihr wollt auch einiges wissen, ihr schreibt mir ja auch teilweise Fragen unten in die Kommentare, ihr schickt mir die Fragen per WhatsApp oder in die Community hier bei Facebook, also ihr habt ja die verschiedensten Wege und die nutzt ihr immer, das finde ich auch alles wahnsinnig schön und teilweise auch wirklich sehr interessant, was man da alles so lesen kann. Aber wie gesagt, für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch den Daumen hoch. Wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare, was stört euch, was findet ihr schlecht. Ansonsten kann ich nur sagen, bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine gute Zeit. Bitte bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns wieder.